Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde, zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich zur Abwechslung einmal kein Tutorial drehen, sondern einfach nur ein Video über einen neuen Pfeilsatz, den ich gedenke anzufertigen. Der letzte Pfeilsatz, den ich gebaut habe hier auf YouTube, das waren diese Pfeile hier. Der ist schon ganz schön zusammengeschrumpft auf insgesamt jetzt nur noch 4 Pfeile, die übrig geblieben sind. Und einer davon hat auch schon eine kräftige Macke, also sind noch 3 schießbar. Ist ein bisschen wenig und deswegen ist es Zeit für einen neuen Pfeilsatz. Das Video zu diesen Pfeilen hier habe ich euch einmal dort oben verlinkt. Da könnt ihr euch angucken, wie diese Pfeile damals gebaut wurden. Die sind ein bisschen nicht exklusiver, aber schon aufwendiger gemacht worden. Der Pfeilsatz, der jetzt hier gebaut wird, der ist eigentlich recht einfach nachzubauen. Ich werde das auch wie normal ein bisschen ausführlich machen, sodass man das vielleicht durchaus noch als Tutorial gebrauchen kann. Trotzdem steht das ganze Erklären nicht so ganz im Vordergrund. Ich möchte einfach aus diesen Materialien, die ich hier vor mir aufgeschüttet habe, einfach einen schönen Pfeilsatz bauen und dabei dürft ihr mir über die Schulter schauen. Falls ihr auch einmal einen Pfeilsatz bauen wollt, das sind hier auch eigentlich alle Materialien, die man dafür braucht. Und wir schauen uns als erstes mal an, was ich hier auf dem Tisch so zusammengelegt habe. Nun ja, wenn man Pfeile bauen möchte, braucht man natürlich als allererstes mal Schäfte. In diesem Fall hier sind das 12 Kiefernrundschäfte, die 11/32 Zoll dick sind und aktuell noch 32 Zoll lang. Natürlich brauchen Pfeile auch Spitzen, deswegen gibt es da 12 passende Spitzen zu. Danach folgen die Nocken, die ich in Blau gewählt habe, eben passend zu den dann grünen Federn, die folgen. Das sind hier die Federn, die die Pfeilfarbe hinten so ein bisschen ausmachen. Danach folgen die 12 Leitfedern, die habe ich in Blau gewählt. Das heißt, wir befinden uns in einem schönen Spektrum von Blau und Grün. Wichtig ist natürlich, damit wir am Ende die Federkiele auch abwickeln können, ein bisschen Sternzwirn, das habe ich hier in Schwarz gewählt. Dazu dann natürlich passend auch noch Sekundenkleber, um die Wicklungen zu sichern. Des Weiteren müssen natürlich auch die Federn irgendwie an den Schaft kommen, deswegen einen Kleber. Ich habe hier Uhu Hart gewählt. Um die Schäfte dann auch noch ein bisschen schick zu machen, habe ich Wasserbeize gewählt in der Farbe Grün, auch wieder passend zu den grünen und blauen Federn. Danach muss natürlich der Schaft auch lackiert werden. Das geschieht mit einem Acryllack auf Wasserbasis eben, damit sich das mit der Beize gut verträgt. Dann sind wir mit den eigentlichen Materialien soweit durch. Es folgt dann natürlich noch das, was man als Werkzeug braucht. Für den Lack brauchen wir einen Pinsel, dann brauchen wir zum Anspitzen der Schäfte einen Spitzer und eine Zange, damit wir die Schraubspitzen auch auf den Schaft hinauf befördern können. Zuvor ist es natürlich wichtig, dass wir die Schäfte auf die richtige Länge ablängen können. Wichtig natürlich auch ein kleines Messer, damit man kleine Schneidarbeiten machen kann und auch selbstverständlich eigentlich ein Stift, um Sachen anzeichnen zu können. Und ganz am Ende brauchen wir natürlich noch etwas, um die Federn auch wirklich passgenau und an die richtige Stelle an den Schaft zu kleben. Und dafür benutze ich mein selbstgebautes Befiederungsgerät. Soweit zu den Materialien und zu den Werkzeugen, die wir brauchen. Eine Sache hatte ich eben noch vergessen, ein bisschen Schleifpapier ist auch nie schlecht für den Zwischenschliff und damit man am Ende ein schönes Finish erreicht, damit nämlich die Lackoberfläche schön ist. Es ist immer gut auf einem sauberen und ordentlichen Untergrund zu lackieren, deswegen sind Zwischenschliffe da ganz gut. Und falls ihr euch daran erinnert, ich habe natürlich auch schon mal irgendwo ein Pfeilbau-Tutorial gedreht und gemacht, allerdings vielleicht nicht ganz so ausführlich. Ich werde es euch trotzdem auch einmal ganz kurz hier verlinken. Ist ein bisschen älter, aber dennoch denke ich ganz aktuell. Ich habe allerdings auch vor, vielleicht nochmal ganz ähnlich wie bei diesem ganz großen Bogenbau-Tutorial, was ich gerade mache oder was gerade gemacht wird, auch nochmal ein ganz großes, ganz ausführliches Pfeilbau-Tutorial zu machen, um eben auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu erklären, warum was in irgendeiner Form an dem Pfeil gemacht wird. Ja, aber jetzt kümmern wir uns als erstes mal hier um die Schäfte. Und der erste Schritt, den ich machen möchte, ist das Ablängen. Das heißt, die Säge wird gebraucht und die Schäfte werden auf Länge gebracht. Das mit dem Ablängen geht eigentlich ganz einfach und unkompliziert. Ich habe auf den Schäften schon mal überall die passende Länge notiert. Die ist einfach abgenommen von den alten Pfeilen. Da hat sich jetzt auch so im Auszug nichts geändert. Und das Ablängen geschieht mit einer ganz normalen Säge. Und das passiert natürlich 12 Mal. Die Schäfte sind alle abgelenkt und im nächsten Schritt wird nun auf der abgelenkten Seite, die ist nämlich ein bisschen hässlicher als die maschinengesägte hier,
Im nächsten Schritt werden dort die Spitzen angebracht. Und da das Spitzen mit Parallelgewinde sind, werde ich jetzt einmal hier vorne den Schaft so ein ganz kleines bisschen mit der zackigen Innenfläche der Zange hier so ein bisschen anquetschen, dass der ein bisschen dünner wird. Es gibt auch Schaftkomprimierer, die kann man sich kaufen, die machen das Gleiche, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl passt das wunderbar. Und danach kann man die Spitze schon draufdrehen. Das ist hier auch eine selbstzentrierende, das ist gar nicht so schlecht. Damit die Spitze noch ein bisschen mehr Halt hat, kommt jetzt einfach dann noch ein wenig von dem Uhu dort hinein. Und, ui, da kommt aber ein bisschen was raus. Ne, gut. So. Und mit dem Kleber in der Spitze wird nun einfach wiederum mit der Zange und auch ein wenig Fingerspitzengefühl diese Spitze dort hinaufgeschraubt. Ebenso lange, bis man nicht mehr weiter kann. Und dann haben wir die Spitze montiert. Und das passiert ebenfalls 12 Mal. Jo, auch dieser Schritt ist soweit fertig. Alle Spitzen haben den Weg ans Ende des Schaftes gefunden. Und jetzt wird an der gegenüberliegenden Seite mit Hilfe eines genormten Spitzers eben für diese 11/32 Zoll Schäfte ein Konus angespitzt, denn ohne diesen Konus kann man später dann diese kleinen Nocken gar nicht ankleben. Und das muss jetzt eben auch 12 Mal gemacht werden. Ich kann das noch mal kurz zeigen, das ist kein großes Hexenwerk. Soweit fertig und jetzt passt diese Nocke hier komplett perfekt drauf und bildet einen schönen nahtlosen Übergang von Nocke zu Schaft. Der Konus ist jetzt an jedem Schaft hier angebracht. Bevor ich allerdings jetzt die Nocken hier drauf tue, wird dieser Schaft als erstes einmal gefärbt und danach auch ein- oder zweimal schon lackiert. Warum das Ganze? Eigentlich ganz einfach. Die Plastiknocke hier oben drauf wird natürlich mit ein bisschen Kleber angebracht und dieser Kleber, der quillt meistens auf das Holz heraus. Man wischt das dann weg. Auch bis dahin gar nicht so problematisch. Wenn man jetzt allerdings darüber beizen möchte, hat man immer Stellen, wo schon Kleber war und wo eben jetzt keine Beize mehr an das Holz kommt. Deswegen hat man da ein paar unschöne Stellen, die möchte ich einfach ersparen und deswegen werden die Schäfte eben schon vor dem Einnocken da oben gefärbt. Bei Beize ist es immer ganz gut, ein paar Einweghandschuhe zu tragen und auch für eine geeignete Unterlage zu sorgen, damit hier nicht viele Flecken auf der neuen Werkbank erscheinen. Die Beize ist inzwischen nach Anleitung auf der Packung so zusammengestellt worden. Das hier ist jetzt eben Giftgrüne, so wie ich sie auch für die Pfeile hier geplant habe. Und dann kann man mal gucken, wie das am Ende aussieht. Oh, das wird aber ziemlich stark. Ja, da freue ich mich drauf. Ist natürlich immer ein Unterschied während des Beizen, also ähnlich wie bei Wasserfarben oder Aquarell. Das Ganze hat man in sehr, sehr starkem Ton vorliegen und wie das Ganze am Ende dann aussieht, wenn es getrocknet ist, das ist immer eine andere Sache. Da muss man dann gucken. Aber ich finde das schon bis jetzt hier sehr schick. Das ist ein richtig schönes Smaragdgrün, gefällt mir sehr gut. So sieht der Schaft jetzt aus und auch das passiert mit allen 11 verbleibenden Schäften. Ich denke, hier machen wir mal einen Cut und ich melde mich das nächste Mal wieder, wenn alle hier gebeizt sind und man mit dem Lackieren weitermachen kann. Bis dato bleibt dran, habt Spaß am Pfeilbau und am Bogenbau. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.